Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Das Buch Ich kann das. Eine Geschichte über die 3 Worte, die unser Leben verändern. Von Bodo Schäfer richtet sich an LeserInnen, die nach Motivation und Inspiration suchen, ihre Lebensziele zu erreichen. Schäfer, ein bekannter Finanzcoach und Speaker im deutschsprachigen Raum, hat mit diesem Buch eine leicht verständliche und inspirierende Erzählung geschaffen, die nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene zum Nachdenken und Handeln anregen soll. Im Mittelpunkt steht die Kraft der Worte und des Glaubens an die eigenen Fähigkeiten, verkörpert durch den motivierenden Satz: Ich kann das. Das Buch erzählt die Entwicklung einer jungen Protagonistin, die sich auf eine abenteuerliche Reise begibt, um ihre Ängste zu überwinden und ihr Selbstvertrauen zu stärken. Durch eingängige Beispiele, sympathische Charaktere und eine klare Sprache werden LeserInnen in die Lage versetzt, die vermittelten Prinzipien unmittelbar auf das eigene Leben zu übertragen. Schäfers Buch ist daher nicht nur eine Mutmachergeschichte, sondern auch ein praxisnahes Werkzeug für persönliche Entwicklung, Resilienz und Zielerreichung. Mit seiner bildhaften Sprache und motivierenden Botschaft eignet es sich besonders für alle, die einen neuen Anstoß suchen, um Herausforderungen mit Zuversicht zu begegnen und sich ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben aufzubauen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Die Macht von Ich kann das. Einer der zentralen Themenbereiche des Buches ist die Wirkung und Bedeutung der 3 Worte. Ich kann das. Schäfer erläutert anhand der Geschichte, wie diese einfache Aussage eine enorme Veränderung im Denken und Handeln bewirken kann. Indem die Protagonistin beginnt, an ihre Fähigkeiten zu glauben, verändert sich ihr Umgang mit Problemen und Herausforderungen. Schäfer macht deutlich, dass Limitierungen oft nicht real, sondern lediglich in unseren Köpfen vorhanden sind. Die kontinuierliche Wiederholung von Ich kann das stärkt das Selbstvertrauen, löst Blockaden und hilft, innere Widerstände zu überwinden. Dieses positive Selbstgespräch eröffnet neue Handlungsspielräume und befähigt die LeserInnen, mutige Entscheidungen zu treffen. Schäfer bietet konkrete Tipps, wie diese Affirmation gezielt im Alltag eingesetzt werden kann, um Schritt für Schritt neue Erfolge und persönliches Wachstum zu ermöglichen. Zweitens: Überwindung von Ängsten und Zweifeln. Ein weiterer wichtiger Themenbereich behandelt die Konfrontation mit Ängsten und Selbstzweifeln, die viele Menschen daran hindern, ihr volles Potenzial zu entfalten. Die Geschichte zeigt, wie die Protagonistin lernen muss, ihre eigenen Ängste zu erkennen, zu akzeptieren und schließlich zu überwinden. Schäfer erläutert, dass Angst oft ein natürlicher Begleiter beim Verlassen der Komfortzone ist. Das Buch bietet auf anschauliche Weise Strategien, um mit diesen limitierenden Gefühlen umzugehen, beispielsweise durch kleine Erfolgserlebnisse und den bewussten Umgang mit Rückschlägen. Dadurch wird vermittelt, dass Mut nicht die Abwesenheit, sondern das Überwinden von Angst bedeutet. Für Schäfer ist der beherzte Schritt durch die Angst hindurch einer der Schlüssel für persönliche Entwicklung und nachhaltigen Erfolg. Die Anwendung dieser Strategie wird durch zahlreiche praktische Übungen untermauert. Drittens: Zielorientierung und Motivation. Ein zentrales Anliegen. Schäfers ist es, die LeserInnen zur Zielsetzung und Ausrichtung auf das Wesentliche zu motivieren. Das Buch illustriert auf unterhaltsame Weise, wie wichtig es ist, sich klare Ziele im Leben zu setzen und diese konsequent zu verfolgen. Die Protagonistin lernt, dass Visionen und Wünsche konkrete Handlungen benötigen, um Realität zu werden. Schäfer schlägt vor, große Herausforderungen in kleinere, erreichbare Etappen zu unterteilen, um so kontinuierliche Fortschritte feiern zu können. Motivation entsteht laut Schäfer vor allem durch Erfolgserlebnisse. Selbst kleine Siege stärken die Überzeugung: Ich kann das und machen Lust auf mehr. Das Buch liefert Inspiration, wie man aus Rückschlägen Motivation schöpfen kann und wie wichtig es ist, eigene Erfolge bewusst wahrzunehmen und zu genießen. Viertens: Selbstverantwortung und Eigeninitiative.
Schäfer legt besonderen Wert auf das Thema Selbstverantwortung als Fundament für persönliches Wachstum und Erfolg. Die Geschichte zeigt sehr plastisch, wie die Protagonistin aus der Opferrolle heraustritt und aktiv Verantwortung für ihr Leben und ihre Handlungen übernimmt. Die Botschaft: Erfolg beginnt nicht bei äußeren Umständen, sondern bei einem selbst. LeserInnen werden ermutigt, sich nicht auf Ausreden oder Schuldzuweisungen zu verlassen, sondern die Kontrolle über das eigene Leben zu übernehmen. Schäfer erklärt, wie Eigeninitiative, Eigenmotivation und konsequentes Handeln die entscheidenden Faktoren sind, die aus Träumen Realität werden lassen. Das Buch liefert dazu zahlreiche Beispiele und Übungen, wie man Selbstverantwortung im Alltag entwickeln und stärken kann. Schließlich die Bedeutung unterstützender Beziehungen. Ein weiteres Schwerpunktthema des Buches ist der Einfluss von Familie, Freunden und unterstützenden Mentoren auf die persönliche Entwicklung. Schäfer macht anhand der Geschichte deutlich, dass wir nicht alles alleine schaffen müssen. Die Protagonistin erhält Unterstützung, Ratschläge und Ermutigung von ihrem Umfeld, was ihr hilft, die eigenen Ziele zu verfolgen und Herausforderungen zu meistern. Das Buch sensibilisiert die LeserInnen dafür, wie wichtig es ist, sich mit Menschen zu umgeben, die an einen glauben und einen fördern. Gleichzeitig wird angeraten, negative Einflüsse zu meiden, die das eigene Selbstbild schwächen. Schäfer zeigt auf, wie man sich gezielt Netzwerke aufbaut, von denen man lernen und profitieren kann, und gibt praktische Tipps für die Pflege förderlicher Beziehungen. Zusammenfassend: Ich kann das. Eine Geschichte über die 3 Worte, die unser Leben verändern, richtet sich an Menschen jeden Alters, die an ihrer persönlichen Entwicklung arbeiten möchten. Besonders profitieren werden LeserInnen, die sich nach einem positiven Impuls sehnen, mehr Selbstvertrauen gewinnen möchten oder immer wieder an Selbstzweifeln scheitern. Das Buch eignet sich für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen und ist auch hervorragend als Geschenk für Menschen in Umbruchsphasen oder bei neuen Herausforderungen geeignet. Die leicht verständliche Geschichte, die praktischen Übungen und die konkreten Impulse lassen die inspirierende Botschaft besonders nachhaltig wirken. Schäfer schafft es, zentrale Themen wie Selbstwirksamkeit, Eigenverantwortung und Zielorientierung anschaulich, kurzweilig und motivierend zu vermitteln. Im Vergleich zu anderen Motivationsbüchern sticht der Titel durch seine klare, praxisnahe Erzählweise, den Bezug zu Alltagssituationen und die mitreißende Geschichte hervor. Wer nach mehr als nur theoretischen Ratschlägen sucht und Wert auf konkrete Handlungstipps legt, sollte zu diesem Buch greifen. Es kann nicht nur helfen, Blockaden zu lösen und Ziele zu verwirklichen, sondern auch langfristig das eigene Leben positiv verändern. Statt sich mit allgemeinen Motivationsratgebern zu begnügen, liefert Schäfer einen leicht zugänglichen, inspirierenden und direkt anwendbaren Leitfaden für ein selbstbestimmtes Leben. Daher ist dieses Buch mehr als eine Lektüre. Es ist ein Startschuss für eine neue innere Haltung. Wenn Sie unterstützen möchten, Bodo Schäfer, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.